Johnny Cash im Weißen Haus. Johnny Cash und die amerikanischen Präsidenten. Das ist Thema meiner heutigen 61. Folge Memories of Johnny. 7 Präsidenten hat Cash von 1970 bis zu seinem Tod 2003 persönlich kennengelernt. Für mich sind allerdings die Rahmenbedingungen und was sonst so drumherum passiert ist, das Spannendste daran. Was macht Johnny Cash so außergewöhnlich, dass er mit Präsidenten gleichermaßen Umgang hatte wie mit Strafgefangenen in Folsom Prison, St. Quentin oder anderen Gefängnissen? Er wurde von allen gehört, geachtet und respektiert. Ich freue mich, wenn du an weiteren Details interessiert bist und dran bleibst. Am Schluss präsentiere ich einen von Cashs sozialkritischsten Songs, What is Truth? Was ist Wahrheit? Den hat er ein Jahr vor Man in Black geschrieben und 1970 live im Weißen Haus vor Richard Nixon gesungen. Damit herzlich willkommen zu Memories of Johnny. Gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Wäre das hier eine Boulevardsendung, würde ich wahrscheinlich nur ein paar Fotos von Cash mit den Präsidenten zeigen und seine persönlichen Erinnerungen aus seiner Autobiografie zitieren. Aber so einfach ist es nicht und diese Folge wäre ohne Song in dem Falle maximal 3 Minuten lang. Um besser zu verstehen, wer Johnny Cash war, muss ich wie so oft weiter ausholen. Johnny Cash ist am 17. April 1970 zum ersten Mal im Weißen Haus aufgetreten. Zu diesem Zeitpunkt war er gerade erst 38 Jahre alt. Hier im Hintergrund zeige ich eine Aufnahme von dem Auftritt. Übrigens, links ist Bob Wooten, der seit Ende 1968 als Leadgitarrist die Nachfolge des viel zu früh verstorbenen Luther Perkins übernahm. Und in der Mitte von hinten zu sehen ist Marshall Grant, sein Bassist der ersten Stunde. Obwohl Cash erst 38 Jahre alt war, konnte man den Eindruck gewinnen, dass er bereits mehrere Leben hinter sich hatte. Und tatsächlich hatte er ja auch erst Ende 1967 seine 10-jährige Drogensucht und einen Selbstmordversuch überlebt. Danach feierte er mit seinen Gefängniskonzerten in Folsom Prison und St. Quentin seine größten Erfolge und präsentierte sich ab Mitte 69 wöchentlich im Fernsehen vor einem Millionenpublikum mit seiner Johnny Cash Show. Als Junge wuchs er in Arkansas auf, ging mit 18 zur US-Armee. Er blieb 3 Jahre in Deutschland, kehrte 1954 zurück, begann eine beispiellose Karriere, zunächst bei Sun Records, dann bei Columbia. Von 1954 bis 1966 war er mit seiner ersten Frau Vivian Liberto verheiratet und hatte mit ihr 4 Töchter. 1968 heiratete er June Carter und bekam mit ihr den gemeinsamen Sohn John Carter Cash. Zum Zeitpunkt des Auftrittes im Weißen Haus war John Carter Cash gerade erst 45 Tage alt und durfte im Bett von Abraham Lincoln schlafen, während sein Papa vor etwa 250 Gästen aufgetreten ist. Ich zeige nochmal eine Aufnahme, die entstand 2 Jahre später, im Juli 1972, da war Cash 40 Jahre alt. Ich finde, der Vergleich mit den mehreren Leben hat durchaus was für sich, denn wenn man ihn auf dieser Aufnahme anschaut, wirkt er auch deutlich älter als 40, finde ich. Zurück zu dem Auftritt. Nixon erklärte, dass er nicht viel von Country-Musik wusste. Aber er kannte ein wenig von Johnny Cash aus den Gefängniskonzerten und der wöchentlichen TV-Show. Er kannte auch ein paar andere Country-Sänger und Songs. Eines Tages klingelt im House of Cash das Telefon, wo Johnnys Schwester Reba die Geschäfte leitete und die Fanpost bearbeitete. Nixon wünschte sich auf diesem Wege für den Abend, für den Auftritt, 3 Songs speziell von Johnny Cash: A Boy Named Sue, Welfare Cadillac und Okie from Muskogee. Cash war nur bereit, A Boy Named Sue mit ins Programm aufzunehmen. Die anderen beiden lehnte er ab, weil er sie nicht gut genug kannte und auch keine Zeit mehr zum Einüben hatte. Die Presse machte einen Skandal und ein Politikum daraus, aber Nixon erklärte an dem Abend dann augenzwinkernd, er verstehe nicht viel von Country-Musik, aber er hätte gelernt,
dass man Johnny Cash besser keine Vorschriften macht, was er zu singen habe. Ich glaube auch persönlich, diese beiden anderen Lieder hätten überhaupt nicht zu Cash gepasst. In Welfare Cadillac geht es um eine Familie, die von der Wohlfahrt lebt und sich von dem Geld aber einen Cadillac kauft. Und in Okie from Muskogee geht es um kurzhaarige, brave Buben in Lederstiefeln, die ihren Schulleiter nicht ärgern und die Probleme mit Hippies haben. Stattdessen präsentierte er seinen Song What is Truth? Was ist Wahrheit? Den hatte er erst wenige Wochen zuvor geschrieben. Ich komme ja am Schluss nochmal detaillierter darauf zurück, aber vorab, in dem Song wirbt Cash um Verständnis für eine Jugend, die ihren Weg noch sucht und dass es nicht auf Äußerlichkeiten wie lange Haare oder schräge Musik ankommt. Der Abend war jedenfalls ein Erfolg und Nixon war begeistert. Übrigens kannst du bei Interesse auf dieser CD, dieser Bootleg 3 CD, kannst du den kompletten Live-Mitschnitt dieses Konzertes auch anhören, wenn du das magst. So, wie gesagt, Nixon war begeistert und zu seiner Euphorie hat sicher auch beigetragen, dass erst kurz vor dem Konzert die Apollo 13 Mission wieder glücklich auf der Erde gelandet war. Du erinnerst dich vielleicht an Houston, wir haben ein Problem. Genau darum ging es. Nixon traf am Tag nach dem Konzert die Astronauten dann persönlich. Politisch setzte sich Cash nach den Gefängniskonzerten für eine Gefängnisreform ein. Es gab auch noch mehrere Treffen mit Nixon. Er sprach vor dem Unterausschuss des Senats auch zu diesem Thema. Nixon selber wurde 1974 vom Watergate-Skandal eingeholt und musste zurücktreten. Sein Nachfolger war Gerald Ford bis 1977. Cash schreibt in seiner Autobiografie aber schlicht nur, auch ein netter Mann. Nach ihm folgte von 1977 bis 1981 Jimmy Carter. Du erinnerst dich vielleicht noch an den sympathischen Erdnussfarmer. Zu ihm hatte Cash nicht nur menschlich eine gewisse Beziehung, sie waren sogar weitläufig verwandt. Wusstest du, dass Jimmy Carter ein Cousin von June Carter, Cashs Ehefrau, war? Mit Ronald Reagan konnte er nicht so gut. Reagan war von 81 bis 89 Präsident. Cash beschreibt ihn als freundlich und nüchtern, aber in erster Linie sei Reagan Schauspieler. Und das war er ja tatsächlich auch zumindest vor seiner politischen Karriere. Übrigens, Cash kannte beide, Carter und Reagan, auch schon aus ihrer Zeit, als sie noch Gouverneure waren. Politisch hat sich Cash nie für eine einzige Seite entschieden oder ausgesprochen. Die Besonderheit an Cash war ja, er hatte überall Fans. Das waren Rechte und Linke, Fortschrittliche, Konservative, Arme und Reiche, Strafgefangene und Präsidenten. Keine Seite wollte er vergraulen und wollte sich seine Unabhängigkeit bewahren, um seine Meinung jederzeit frei äußern zu können. Das tat er auch in Krisen- und Kriegszeiten. 1970 forderte er zum Beispiel Nixon auf, möglichst schnell den Vietnamkrieg zu beenden. Das tat er auch während Reagans Amtsperiode und auch bei seinem Nachfolger George Bush, da war es der Irankrieg. Cash hat Bush in einem Brief persönlich darum gebeten, ich zitiere, verhandeln Sie und verhandeln Sie wieder und versuchen Sie, das zu lösen, ohne dass irgendjemand sterben muss. Zitat Ende. In einem Interview sagte Cash später, ich zitiere wieder, ich finde, ein besorgter, verantwortungsbewusster Bürger in einflussreicher Position sollte dem Präsidenten der Vereinigten Staaten sagen, was er darüber denkt. Er hat genug Ja-Sager um sich herum, die ihm erzählen, wie toll er ist. Wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin oder etwas für ungerecht halte, dann spreche ich es an. Zitat Ende. Allerdings machte Cash aber auch nie einen Hehl daraus, dass er Patriot war und sein Land liebte. So hatte er zum Beispiel kein Problem damit, 1969 live in Vietnam vor den amerikanischen Soldaten aufzutreten oder auch 1990 an einem Wohltätigkeitskonzert für die Soldaten des Golfkriegs teilzunehmen.
Das hat viele seiner Fans verwirrt. Die eine Seite hatte Probleme mit seinen Auftritten, die andere Seite mit seinen Äußerungen zu Krisen und Kriegen. So ist es nachvollziehbar, dass zum Beispiel Cashs Freund Kris Kristofferson in einem Song über Cash die Zeile komponiert hat: Er ist ein wandelnder Widerspruch, halb Wahrheit, halb Fiktion. Die letzten beiden Präsidenten, die Cash erlebte, waren Bill Clinton von 1993 bis 2001 und George W. Bush, den Sohn von George Bush. Von Clinton erhielt er eine Ehrung im Kennedy Center und von Bush die National Medal of Arts, eine nationale Ehrenmedaille für Künstler und künstlerisches Wirken. Ansonsten gibt es über die Beziehung der beiden nicht viel zu erzählen. Cash hatte auch zu allen Präsidenten keine echte menschliche Bindung. Er hatte schlichtweg Respekt vor dem Amt, großen Respekt, und den hat er sich bewahrt. Am Schluss dieser Folge muss ich aber jetzt wiederum nochmal sagen, dass ich viele, viele Details weglassen musste, damit es nicht zu lang wird. Die andere Seite, positiv ausgedrückt, es bleibt genug Stoff für noch viele weitere Episoden übrig, und damit komme ich zum Song. Wie ich am Anfang schon sagte, What is Truth? Was ist Wahrheit? Hat Cash ein Jahr vor Men in Black geschrieben. Es war im März 1970 und gilt als einer der sozialkritischsten Songs von Cash. Ein alter Mann regt sich über die laute Musik junger Menschen auf und Cash fragt, ob es nicht sein kann, dass diese jungen Menschen nur Gehör finden wollten, trotz der lautstarken Meinung des Alten. Ein 3-jähriger Junge fragt, was ist Krieg? Die Antwort, das ist, wenn Menschen kämpfen und sterben. Und der Junge fragt weiter, warum? Kann man diese jungen Menschen dafür verurteilen oder ihnen die Schuld an irgendwas geben? Ein junger Mann steht in einem Zeugenstand und soll auf die Bibel schwören. Er tut es, wird aber auch danach nicht wirklich ernst genommen, weil er lange Haare trägt. Eine junge Frau tanzt wild zu einem Beat. Ein anderer junger Mann steht auf einem öffentlichen Platz und spricht über seine Sorgen. Cash fragt, könnten das nicht unsere zukünftigen Anführer sein und das, was sie tun, ihr Weg? Helft besser, diesen Stimmen der Jugend zu finden, was die Wahrheit ist. What is truth? Und so klingt es in meiner Version. The old man turned off the radio, said, where did all the old songs go? Kids sure play funny music these days, they play it in the strangest ways. Said, it looks to me that they've all gone wild. It was peaceful back when I was a child. Well, man, could it be that the girls and boys are trying to be heard above your noise, and the lonely voice of youth cries, what is truth? A little boy of 3 sitting on the floor looks up and says, Daddy, what is war? Son, that's when people fight and die. The little boy of 3 says, Daddy, why? A young man of 17 in Sunday school, being taught the golden rule. And by the time another year has gone around, it may be his turn to lay his life down. Can you blame the voice of youth for asking, what is truth? A young man sitting on the witness stand. The man with the book says, raise your hand. Repeat after me, I solemnly swear. The man looked down at his long hair. And although the young man solemnly swore, nobody seems to hear anymore. And it didn't really matter if the truth was there. It was the cut of his clothes and the length of his hair. And the lonely voice of youth cries, what is truth? The young girl dancing to the latest beat has found new ways to move her feet. The young man speaking in the city square is trying to tell somebody that he cares. Yeah, the ones that you're calling wild are going to be the leaders in a little while. This old world's waking to a newborn day, and I solemnly swear that it'll be their way. You better help the voice of youth find
What is truth? And the lonely voice of youth cries, what is truth? So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. Meine nächste Folge dreht sich rund um die Johnny Cash Show, die von Sommer 69 bis März 71 wöchentlich im Fernsehen übertragen wurde. Den Song muss ich mir noch überlegen. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.